Mahlzeit, liebe Freunde der historischen Küche. Heute gibt es Kulturgeschichte zum Löffeln. Ich habe für euch ein wunderbares, sehr leckeres Dessert mitgebracht, den Apfelcrumble. Und wenn ihr wissen wollt, wie das Originalrezept aus 1940 funktioniert, gebacken wird und vor allem, wie es schmeckt, dann bleibt dabei. Vielleicht noch ein, zwei Sätze in eigener Sache. Über 90% meiner Zuschauer haben den Kanal noch nicht abonniert. Also wenn ihr mir und dem YouTube-Algorithmus was Gutes tun wollt, dann klickt doch bitte auf Abonnieren und läutet die Glocke. Aber kommen wir mal zum Apfelcrumble. Was ist überhaupt ein Crumble? Ja, das ist eigentlich nichts Kompliziertes, denn ein normales Gebäck ist ja, ich sag mal, irgendwas aus Teigwaren, gebackenes und ein bisschen aufwendigeres. Das war aber damals im Zweiten Weltkrieg, wie der Apfelcrumble herausgekommen ist, relativ schwierig zu machen. Deshalb hat man einfach Obst genommen, Äpfel, Pflaumen oder sonstiges, hat die gedünstet in eine Auflaufform gebracht und hat die mit Streusel überbacken. Und das ist eigentlich ein Crumble. Mehr ist es im Prinzip nicht. Aber dieser Crumble ist super lecker und ein Gaumenschmaus. Und wir werden uns heute das Rezept dazu angucken. Jetzt aber die Frage, warum hat man einen Crumble gemacht? Ja, im Zweiten Weltkrieg hatten die Leute nicht viel. Lebensmittel wurden rationiert. Zucker, Mehl oder sonstige Lebensmittel gab es nur in Portionen. Butter zum Beispiel. Da gab es nur wenige 100 Gramm pro Tag. Möglicherweise, wenn überhaupt. Und die Menschen wollten halt nicht auf süße Speisen verzichten und liebten die Wärme und den Genuss von diesen Speisen und wollten sich das nicht nehmen lassen. Und daher sind sie sehr kreativ geworden im guten England und haben den Apfelcrumble entwickelt. Vielleicht noch ein kurzer Funfact zum Apfelcrumble. Ja, der ist 1924 tatsächlich das erste Mal in einer Zeitung aufgetaucht, wurde aber wirklich erst populär dann während des Zweiten Weltkriegs, wie die Lebensmittelrationierungen stattgefunden haben. Aber ist ja auch schon mal gut zu wissen, dass es schon deutlich früher diese Erwähnung von so einem wunderbaren Rezept gibt. Vielleicht ganz kurz vorweg, wir werden das Rezept ein kleines bisschen minimal abwandeln. Das Rezept enthält im Prinzip, ich sag mal, Rindertalg im Original, weil es einfach billig war, gut verfügbar war, oder halt Margarine. Ich würde den gerne aber heute mit Butter machen. Deshalb schreibt mal in die Kommentare, ob das für euch in Ordnung ist, wenn die Rezepte, die originalgetreu vielleicht etwas super einfach gehalten sind, wenn die geschmacklich ein kleines bisschen gepimpt werden, wie zum Beispiel diesmal mit Butter, oder ob ich tatsächlich bei dem wirklichen Originalen bleiben soll. Das würde mich wirklich interessieren, wie ihr das handhaben wollt, denn das ist halt immer so ein Spagat. Auf der einen Seite möchte ich die Rezepte so originalgetreu wie möglich nachkochen, auf der anderen Seite sollen sie natürlich, wenn es geht, auch super lecker sein. Und ein Streusel ohne Butter ist jetzt nicht so wirklich ein cooler Streusel. Deshalb würde es mich wirklich sehr interessieren, was ihr davon haltet. Wirklich beim Original bleiben oder auch minimale Änderungen akzeptieren. Schreibt es in die Kommentare. So, und jetzt gehen wir in die Küche und fangen an, den Apfelcrumble zu machen. Kommt mit! So, liebe Freunde der historischen Küche. Ich habe mir überlegt, dass ich die Perspektive von dem Video etwas verändere. Ihr könnt ja mal in die Kommentare schreiben, ob ihr das besser findet oder ob ihr weiterhin die Nahaufnahme haben wollt. Ich hoffe, ich bin jetzt gerade ganz zu sehen, denn meine Kamerafrau, also meine Tochter, die ist gerade im Urlaub bei den Schwiegereltern. Wir haben hier in NRW Sommerferien und mir helfen. Aber nichtsdestotrotz, wir kriegen das hin. Und da habe ich mir überlegt, wir ändern mal ein bisschen die Perspektive. Wenn ihr das cool findet, also ein bisschen mehr vom Umfeld zu sehen, dann gebt mir da mal einen Hinweis. Ich passe die Videos ja gerne entsprechend eurer Bedarfe an. Und wenn ihr das besser findet, so den Überblick zu haben, dann ändere ich das gerne. Vielleicht machen wir es später sogar noch mal ganz anders, dass ich ganz mit drauf bin. Das müssen wir mal gucken, aber da brauche ich eure Hilfe und euren Hinweis, ob das eine gute Idee ist oder nicht. So, kommen wir zum Apfelcrumble. Genug gequatscht. Also, wir haben das Originalrezept und wir brauchen für den Apfelcrumble 500 Gramm Äpfel. Ich habe euch heute die doppelte Menge mitgebracht. Schaut euch mal diese Äpfel an, wie riesig die sind. Das sind 3 Äpfel, 1 Kilo. Dann brauchen wir für die Füllung von dem Apfelcrumble 1 bis 2 Esslöffel Zucker. Ich habe die doppelte Menge genommen, weil alles ungefähr das Doppelte ist. Also 4 Löffel. Etwas Wasser zum Dünsten, das kommt gleich in den Topf. Dann eine Prise Zimt. Und für die Streusel brauchen wir 200 Gramm Mehl.
Damals war das Mehl ja sehr stark begrenzt. Deshalb haben die ganz oft Haferflocken genommen. Wir haben jetzt 2:1 genommen, also 300 Gramm Mehl und 100 Gramm Haferflocken. Und wir werden das als Streusel ausprobieren. Und ich habe mich tatsächlich für Dinkelmehl entschieden. Und wer es noch nicht von mir kennt, aber der Aldi hat eine super coole Marke, die heißt Natur, Natur, Natur. Das ist super Bio-Zeug für einen wirklich vernünftigen Preis. Und da habe ich das Dinkelmehl von genommen. Und wir werden das mal ausprobieren. Dinkel ist ja sehr gesund. Macht ja Sinn, so ein bisschen das Weizenmehl zu reduzieren. Wir schauen mal, wie das schmeckt. Dazu brauchen wir Margarine oder Rinderteig. Ich habe es ja eben schon mal angeteasert. Ich bin ja auch ein Freund des guten Geschmacks. Und wie gesagt, schreibt es bitte in die Kommentare, ob das okay ist oder nicht. Aber ich habe Butter hier dabei. Und wir werden die Streusel mit Butter machen, weil Butter einfach super lecker ist in den Streuseln. Und dementsprechend haben wir hier 200 Gramm Butter. Und zum Schluss noch Zucker. Und da damals gerne auch Rohrzucker verwendet wurde, habe ich mich für Rohrzucker entschieden. Der sieht einfach lecker aus und da gibt es nochmal so einen leichten, hoffe ich, karamellisierenden Geschmack mit in den Apfelcrumble. So, jetzt müssen wir die Äpfel schälen und in kleine Stücke schneiden. Ich schiebe das mal zur Seite und werde das natürlich vorspulen, damit ihr nicht so lange warten müsst. So, dann schälen wir die Äpfel jetzt. Ich habe gerade mal perspektivisch das Video kurz gecheckt und habe festgestellt, nein, ich bin nicht komplett drauf, aber so ist die Realität. Also wir machen nicht alles neu, nur weil es nicht 100% perfekt ist. Sieht auch gut aus. Könnt ihr mal in die Kommentare schreiben, ob ihr mein Gesicht sehen wollt oder nicht. Dabei. Wer es nicht sehen will, ist auch okay. Das geht auch so. Genau, wir schälen jetzt die Äpfel und schneiden die nach in kleine Stücke. Ich bin jetzt auch nicht der Fan davon, dass es 100% sein muss. Ja? Die Apfelschale ist jetzt auch nicht ungesund, da sind die meisten Vitamine drin. Wenn da ein paar kleinere Stückchen drankommen, komm Leute, lasst die Kirsche im Dorf, ja. Theoretisch könnte man sie auch ungeschält verwenden. Das ist egal. Also macht so, wie ihr es am liebsten mögt, wie es am besten für euch ist, was ihr toll findet, was ihr gut findet. Lasst euch da nicht zu viel beeinflussen von mir oder von anderen. Macht so, wie es für euch passt und dann wird das schon. Genau. So, jetzt schneiden wir die Äpfel noch in kleine Stücke. Ich habe gerade festgestellt, wir sind ja aus dem Urlaub zurück und ich hatte mein Kochmesser mitgenommen. Der eine oder andere hat schon ein paar Videos aus Schweden gesehen. Leider mussten wir jetzt schon zurück. Die Ferien sind ja bald zu Ende und unendlich Urlaub hat man ja auch nicht. Deshalb, bewusst, leider. Schweden ist ein super schönes Land. Ich kann es euch sagen, Leute, schaut es euch an, geht da mal hin. Die Kultur der Menschen ist ganz toll, das Land ist klasse. Also wirklich, wirklich prima. Die Äpfel sind jetzt klein geschnitten. Wir werden die jetzt kurz andünsten mit ein bisschen Wasser. Ich tue einfach mal einen kleinen Schub rein. Das könnte schon reichen. Da müssen wir noch einen Deckel drauf machen. Mal den Kochlöffel, dann werden wir gleich, wenn das angedünstet ist, den Zucker mit hinzugeben. Alles entsprechend vermischen und dann kommt das in die Auflaufform. Und danach kümmern wir uns bereits um die Streusel. So, Induktionsherd kocht schon, geht natürlich super schnell. Vielleicht noch interessante News zum Crumble. Der hat sich halt über die Jahrzehnte von einem Kriegsgericht zu einem wirklichen Kultgericht entwickelt. Ich denke mal, jeder von euch hat schon mal irgendwann einen Crumble gemacht. Den gibt es halt in vielen Variationen mit Beeren, Rhabarber, Pflaumen oder manchmal sogar salzigen Versionen mit Gemüse. Ich kenne ihn tatsächlich hauptsächlich nur mit Äpfeln und ich habe ihn tatsächlich vorher auch nur mit Weizenmehl gemacht. Deshalb ich bin super gespannt, wie das jetzt schmeckt mit den Haferflocken und mit dem Dinkelmehl. Es ist auf jeden Fall bestimmt etwas gesünder als mit dem Weizenmehl, obwohl natürlich eine Menge Zucker drin ist. Aber einmal geht das schon, Leute. Einmal geht das schon. Vielleicht noch ein Fun Fact. In Schottland gibt es eine Variante mit Haferflocken im Topping. Das ist dort halt besonders beliebt und soll ein Rückgriff auf diese Notzeit sein, die es damals gab. Und heute gilt das dort irgendwie als regionaler Stolz. Also wer nach Schottland fährt, kann ja dort mal den Original
Apple Pie, nicht Apple Pie, Apple Crumble mit Haferflocken probieren. So, ein bisschen braucht es noch. Im Backofen kommt der natürlich auch noch mal ein bisschen nach. Also verkochen sollte es jetzt nicht, sondern etwas angedünstet sein. So, dann geben wir jetzt den Zucker hinzu. Jetzt der Herd wieder aus. Ich möchte wieder mitmachen. So, der Zucker ist jetzt hinzugekommen. Also falls ihr die leichten Störgeräusche im Hintergrund hört. Der Sohnemann ist gerade aus dem Garten gekommen. Da ist ja jetzt ein Dschungel entstanden, nach den 3 Wochen, wo wir nicht hier waren. Also da werden wir die nächsten Tage nochmal ordentlich mit der Sense durch müssen. Ist ja unglaublich, was das wächst. So, und der will unbedingt mitmachen. Deshalb, das wird sehr spannend. Ihr werdet ihn natürlich nicht sehen, weil auf YouTube hat ein Kind nichts verloren, meiner Meinung nach. Aber möglicherweise werdet ihr ihn hören. Er ist nämlich sehr kommunikativ. Und er kocht gerne, wie der Papa. Und deshalb kann ich ihn nicht davon abhalten, mal mitzumachen. Er würde gerne heute Kameramann sein, weil die Amelie, also meine Tochter, nicht da ist. Ja. So, das lassen wir jetzt noch mal 2-3 Minütchen kurz kochen. Ich hoffe, das ist nicht zu viel. Falls ihr da Erfahrungswerte habt, schreibt auch das mal gerne in die Kommentare. Aber ich denke, ein bisschen andünsten ist in Ordnung. Und dann kommt das auch schon in die Auflaufform. So, die Zeit ist jetzt abgelaufen. Jetzt haben wir hier eine gefettete Auflaufform. Und dort verteilen wir jetzt die Äpfel drin. Die sind jetzt leicht angedünstet. Und jetzt kümmern wir uns um die Streusel. Also die stellen wir jetzt zur Seite. Jetzt muss in das Mehl noch der Zucker rein. Jetzt ist Handarbeit gefragt. Das verteilen wir jetzt schön. Und dann kommt die Butter da rein und wir kneten aus der Mischung uns ein paar schöne Streusel raus. Und dann hoffe ich, dass das jetzt auch was wird. So, die Butter ist noch leicht kühl, also die stand heute Morgen natürlich im Kühlschrank oder heute Mittag und die ist jetzt immer noch ein bisschen kühl. Wenn sie zu warm ist, ist das zu matschig und zu patschig. Da müsst ihr ein bisschen schauen, aber ich denke, wenn sie jetzt noch leicht kalt ist und aus dem Kühlschrank kommt, nimmt es ein bisschen Wärme durch das Kneten an, aber ist dann nicht, die Streusel sind dann nicht zu matschig. So, jetzt heißt es kneten. Also die Streusel sind jetzt auch quasi schon fertig. Die patschen jetzt so ein bisschen aneinander. Sie könnten ein bisschen trockener sein. Ich vermute mal, das liegt auch an dem Dinkelmehl. Aber ich denke, das reicht, um sie trotzdem als schöne Streusel mit drauf zu packen. Ich probiere aber direkt mal ein kleines Stück. Uli, willst du auch probieren? Ja. Der Sohnemann will auch mal probieren. Probier mal. Und sag mal, wie es schmeckt. Lecker. Ah, ist schon mal ein guter Start. Jetzt verteilen wir die Streusel auf den Äpfeln. Da mache ich immer so ein paar schöne, dickere Stücke mit rein. Das sind immer so schön, wenn die so knackig sind und schon schön braun werden. Das ist immer total lecker. Jedenfalls beim Weizenmehl. Ich vermute mal, dass das hier genauso gut wird. So. Dann haben wir noch fast den Zimt vergessen. Ist noch nicht zu spät. Das ist ein kleines bisschen Zimt muss hier noch drüber. Nicht so viel. Und dann die Restchen Streusel drauf. Äpfel ohne Zimt geht gar nicht. So. Das sieht gut aus. Können auch ruhig so ein paar kleinere mit dazwischen sein. Das ist gar nicht schlimm. So, das war's soweit. Jetzt kommt der Apple Crumble oder Apple Crumble für 30 bis 40 Minuten bei 180 Grad in den Backofen. So, denkt dran, dass ihr die Streusel nicht andrückt. Das bleibt so. Und dann sehen wir uns gleich wieder und holen den Apple Crumble nach 30 bis 40 Minuten. Wir werden mal sehen, wie der optisch aussieht, aus dem Backofen raus und werden den natürlich verkosten mit, wie schon angeteasert, der original historischen Vanillesoße. Das Video erscheint übrigens 2-3 Tage später, denn jetzt zusammen auch noch die Vanillesoße machen, ist einfach zu viel. Deshalb
Schaut in 2 bis 3 Tagen nochmal rein und ihr habt eine perfekte Kombination. Bis gleich. Ihr seid live dabei. Wir sind jetzt bei knapp etwas mehr als 45 Minuten, wo der Apfelcrumble im Ofen ist. Und ich weiß gerade gar nicht, wie ich das machen soll mit 2 Händen, hier alles rausholen. Ich hole mir schon mal was zum Helfen. Ich habe den ein bisschen länger drin gelassen, weil er auch die doppelte Menge an Zutaten nicht genommen habe. So, jetzt gucken wir mal drauf, wie der aussieht. Und ja, das ist schön kross geworden, die Streusel. Und da werden wir den jetzt mal ein bisschen kalt werden lassen. Lauwarm. Und dann werde ich den gleich verkosten und auch mal die Vanillesoße, die historische, die ich dazu gemacht habe, mit dazu nehmen und mal schauen, wie der Apfelcrumble so rundet. Also, bis gleich. So Leute, jetzt habe ich fast vergessen, euch das Essen zu filmen. Also, wenn ihr das jetzt seht, das ist schon probiert. Das Ergebnis kommt dann gleich. Und ich war so heiß drauf, ich musste es probieren, habe es fast vergessen. Aber jetzt im Nachgang noch mal ganz schnell gefilmt, bevor ich es aufesse. So sieht das Ergebnis aus mit der Vanillesoße. Und ihr werdet gleich hören, wie es schmeckt. Ich kann schon mal sagen, es ist nicht schlecht. Bis gleich. So, der Apple Crumble ist jetzt kühler geworden. Ich konnte nicht warten, bis er wirklich kalt ist. Also er ist lauwarm. Und falls ihr euch wundert, das ist kein Schweiß. Ich wollte gerade den Rasen mähen. Ich habe auch ein anderes T-Shirt an. Und Gott hat gesagt, geh den Apple Crumble probieren und hat mir einen Platzregen geschickt. Und deshalb sehe ich so aus und musste erstmal das T-Shirt wechseln. Deshalb, wir probieren den jetzt. Ich habe da schon Vanillesoße drumherum gemacht. Die seht ihr in dem nächsten Video. Und ich werde den jetzt erstmal ohne probieren. Und wie gesagt, das ist Dinkelmehl, was verwendet wurde mit ein paar Haferflocken. Und wir schauen mal, was das so kann. Vielleicht hört ihr es. Schön knackig geworden. Süß, lecker. Ist auf jeden Fall gut. Die Äpfel sind weich geworden und die Streusel kross. Also leicht kross. Ist sehr gut geworden. Ich probiere das jetzt mit der Vanillesoße. Auch mega lecker. Ich hätte noch eine Empfehlung. Ich glaube mit Vanilleeis, das ist auch richtig gut. Also ich habe leider keins da, sonst würde ich es probieren, aber es ist auf jeden Fall ein Genuss. Ein sehr, sehr einfaches Rezept, super schnell gemacht, als Dessert in den Backofen geschoben. Vielleicht zum Besuch, weil das ist schon eine große Menge, ne? Aber wenn Besuch kommt, ein super leckeres Dessert. Kocht's mal nach, probiert's mal aus. Ich freue mich. Gebt mir ein Feedback, schreibt es in die Kommentare, gebt mir ein Like, wenn euch das Video gefallen hat. Und das nächste Video wisst ihr schon, was kommt. Die Vanillesoße. Macht's gut. Bis dann.